spreche jetzt hier von Hunderte von Millionen, die sie investieren in ihre Operation, in Marketing, in KOLs, in Privatjets und am Ende kommt da nichts raus. Bei IOTA hat sich das so eingeprägt, dass dieser Koordinator entfernt werden muss, dass sich alle Leute immer denken, hey, was ist eigentlich mit dem Koordinator? Es ist wirklich spannend, wie sich auch so dieses Mindset rund um IOTA geändert hat, weil zuvor waren wir natürlich dieses Dinosaur Coin Focus on Enterprise Adoption und jetzt sind wir natürlich auch mehr so Web3 relevant durch die EVM. Wir waren vielleicht ein bisschen zu früh in mancherlei Hinsicht, aber jetzt, wo wir dann wirklich auch diesen Layer 1 haben, diese EVM haben, sollten wir uns wirklich darauf fokussieren, wie wir wieder groß denken können. IOTA hatte seit seiner Gründung 2015 die Vision, das führende Netzwerk für das Internet der Dinge zu werden. Doch die Kryptowelt dreht sich schnell, andere Netzwerke holen auf. DeFi und Web3 setzen neue Maßstäbe und IOTA steht vor der Herausforderung, den Spagat zwischen seinen Wurzeln und den aktuellen Marktbedürfnissen zu schaffen. Die Frage ist, was tut IOTA heute, um innovativ zu bleiben und gleichzeitig, um die treue Community nicht zu verlieren? Um diese Fragen zu beantworten, spreche ich heute mit niemand Geringerem als mit Dominik Schiener, Mitgründer und Vorstandsvorsitzender der IOTA Foundation. Wird unglaublich spannend für alle, ein Muss, die IOTA kennen und hinter die Kulissen tauchen wollen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Genau, wenn du mich noch nicht kennst und den Kanal noch nicht abonniert hast, dann klick jetzt noch schnell auf den Abo-Button, um in Zukunft mit dabei zu sein. Hey Lieben, ich bekomme von euch viele Fragen, sei es zu einem bestimmten Coin, zu eurem Portfolio, Grundlagenthemen, Technologie, Blockchain, Web3 oder auch ganz persönliche Fragen. Hey Steffi, was würdest du jetzt an meiner Stelle tun? Was mir dabei auffällt, ist, vielen von uns fehlt die Zeit, sich das nötige Wissen anzueignen, weil Beruf und Familie einfach Vorrang haben. Ist klar. Oder auch dann die Muße für einen Krypto-Deep Dive, weil das Leben einfach einen einfordert. Und nicht zuletzt fehlt oft der richtige Ansprechpartner-Nähe, weil die Krypto-Bubble noch so nischig ist. Um dieses Problem zu lösen, findest du jetzt unter www.misskrypto.de meine Krypto-Community. Dort tauschen wir uns in regelmäßigen Meetings tiefer aus. Die Teilnehmeranzahl ist auf 500 begrenzt, damit wir Qualität hochhalten können und vom gemeinsamen Schwarmwissen profitieren können. Klingt das gut? Dann sichere dir noch heute deinen Zugang auf www.misskrypto.de. Den Link findest du unten in der Beschreibung. So, hallo ihr Lieben, ich habe uns heute jemand ganz Besonderes mitgebracht und zwar Dominik Schiener. Hallo Dominik, erstmal vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit heute hier. Hey Steffi, danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Interview. Ja, wir haben uns gerade schon ein bisschen im Vorfeld unterhalten. Vielleicht starten wir, bevor wir über IOTA aktuell und die Zukunft und die Entwicklungen sprechen, mal so grundsätzlich mit der Stimmung im Markt. Du hast gerade so ein bisschen was angesprochen. Der Zeitgeist ist anders als in den bisherigen Zyklen für dich. Was meinst du damit? Also ich glaube, das generelle Problem und was eigentlich viele Leute im Crypto-Space womit sie Probleme haben, ist eigentlich, warum wir das alles gemacht haben, oder? Und man hinterfragt eigentlich, was haben wir wirklich erreicht mit Blockchain, mit Krypto? Weil wenn man sich mal den Kryptomarkt von 2013, 14, 15, 16, 17 anschaut, oder in dieser Zeitspanne, dann hatte man wirklich große Ideen und große Visionen. Die IOTA war natürlich auch Teil davon, oder? Wir haben ja immer von dieser Machine Economy gesprochen und dass wir wirklich auch die Welt verändern, oder? Und andere Protokolle haben gesagt, hey, wir will decentralize insurance, decentralize, build a new modern financial ecosystem und so weiter und so fort. Und ich glaube, nach 10 Jahren kann man schon sagen, dass viele dieser Visionen eigentlich nicht realisiert worden sind. Und teilweise dauern die Dinge einfach länger wie gedacht, oder? Ja. Und mit der Vision, mit der man anfängt, wird man am Ende auch nicht unbedingt erfolgreich, oder? Weil die Adoption und die Use Cases eigentlich oftmals komplett anderes sind. Das ist jetzt vielleicht auch der Fall bei IOTA. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es auch ein Problem, und das ist ein Problem, das ich mit Krypto generell habe. Und ich muss sagen, oftmals schämt man sich schon auch, wenn man Teil von dieser Community ist, von diesem gesamten Krypto-Space, weil viele Projekte haben sich wirklich darauf fokussiert und darauf optimiert, wie sie so schnell als möglich so viel Geld wie möglich machen können. Und so Meme-Coins ist eigentlich so das beste Beispiel, oder? Wo es wirklich darum geht, durch Influencer, durch Hype, durch Marketing einen neuen Coin zu pumpen und dann natürlich irgendwie seinen Exit zu planen. Und das ist auch so das Problem, das man im Kryptomarkt im Moment hat eigentlich, oder? Viele planen einen Exit, viele dieser Projekte, ohne wirklich Substanz zu schaffen. Und ich hoffe mal, dass dieses Pendulum sich jetzt wieder in eine andere Richtung schwenkt, wo es wirklich darum geht, Werte zu schaffen.
Weil Krypto macht nur Sinn, wenn es wirklich in der realen Welt angewandt wird. Und ich glaube, darauf sollten wir jetzt mehr fokussieren. Sind wir jetzt so weit diesbezüglich, also diese Übergangsphase, in der wir uns jetzt eigentlich dann schon seit dem letzten Zyklus befinden, der ja auch dafür zuständig ist, dass wir jetzt gerade einfach noch nicht so, dass wir noch gerade diese ganzen Meme-Coins haben, aber dass wir sagen, Utility, Übergangsphase, sind wir jetzt so weit für den nächsten Zyklus? Ich glaube schon. Also es gibt ja super spannende neue Projekte, auch neue Themenfelder, wie zum Beispiel Tokenization, wo es jetzt darum geht, reale Assets zu tokenisieren und die Blockchain wirklich anzuwenden, um neue Use Cases zu entwickeln, die in der realen Welt nicht möglich sind, oder? Deshalb sind natürlich viele Finanzunternehmen, viele Investmentmanager und natürlich auch professionelle Investoren jetzt daran interessiert, Tokenized Assets zu traden, zu kaufen, weil man dadurch viel mehr Liquidity hat, weil man viel effizienter diese Assets transferieren kann wie in der realen Welt. Ein gutes Beispiel ist, wenn man einen traditionellen Fonds hat, ist es oftmals nicht möglich zu wissen, was wirklich so die Net Asset Value ist, also was jetzt der gesamte Wert des Fonds, weil alles in Excel-Sheets ist. Wenn man sich das jetzt in Krypto vorstellt oder auf Blockchain, dann ist es natürlich immens viel effizienter, weil man einfach nur einen Token hat und man kann das komplett alles auf der Blockchain lesen. Also ich glaube schon, dass ein neuer Zyklus starten wird und dass wieder dieses Excitement kommt. Und ich glaube, generell hat dieser Moment einen Zeitgeist auch mit den Macro-Environment zu tun, oder? Wo es natürlich nicht so positiv ist. Das ist das erste Mal ja auch so, dass es tatsächlich nicht ganz so korreliert, wie man es jetzt gerne haben möchte. Zumindest auch so ein Jahr verschiebt und man gar nicht so weiß, Genau. Okay, wo kommt die Liquidität her? Wo soll die herkommen für den nächsten Markt? Die Innovationen fehlen auch so ein bisschen, der frische Wind fehlt. Total. Also ich glaube, im Moment braucht man sehr viel Überzeugung, um im Markt zu bleiben. Und deshalb sind natürlich auch Projekte wie IOTA, wo wir sind jetzt fast 10 Jahre am Markt. Ja, ich habe geguckt, 2015 gegründet, meine Güte, es sind 10 Jahre. Ja, genau. Und deshalb natürlich, wir fokussieren uns wirklich auf das Long Term. Und deshalb sind die Zyklen an sich jetzt weniger wichtig, sondern das Wichtige ist wirklich, wie man sich auf die Adoption und auf die Use Cases fokussiert. Und deshalb, da wollen wir es natürlich weitermachen. Du sprichst es gerade an, aktuell. Wir hatten letztes Jahr Stardust Upgrade und jetzt mit der IOTA EVM haben wir eben diese Adoption, die möglicherweise stattfinden kann. Kannst du uns da einfach mal ein bisschen was erzählen? Die ging jetzt, glaube ich, Juni los. TVL jetzt schon über 5 Millionen US-Dollar. Da geht natürlich noch mehr, aber was passiert da gerade so an Adoption im Hintergrund, wo du sagst, okay, wir sind schon so weit, dass wir auch jetzt gleich real einsteigen können und nicht nochmal Infrastruktur entwickeln müssen? Ich glaube, vielleicht mal etwas Generelles. Also IOTA als Projekt wurde hier gegründet, um sich auf Micropayments, Machine-to-Machine-Payments, IoT und so weiter zu fokussieren. Und wir haben natürlich sehr viel uns auf Enterprise und Corporate Adoption und Government Adoption fokussiert. Und ich glaube, das prägt IOTA als Projekt eigentlich auch aus, dass wir mit diesen großen Unternehmen, mit Governments arbeiten. Zur gleichen Zeit hatten wir auch vor, ich glaube, 4 Jahren jetzt die Realisierung, hey, wir müssen wirklich schauen, dass IOTA ein Programmable Ledger ist oder dass wir auch Smart Contracts haben, damit wir Applikationen auf IOTA haben. Und deshalb haben wir damals angefangen, die EVM auf IOTA zu integrieren. Und deshalb fokussieren wir uns im Moment natürlich auch, wie wir Layer 1 Smart Contracts haben. Also die EVM ist dann jetzt produktiv im Juni gelauncht, wie du gesagt hast. Und jetzt haben wir natürlich den ganzen Stack an DeFi-Applikationen, oder? Von Exchanges, von Lending Markets bis hin zu Perp-Dexes und so weiter. Es kommen jetzt auch einige Games auf IOTA und ich glaube, das Ziel ist natürlich, dass wir jetzt dadurch ein eigenes Ökosystem aufbauen, damit der IOTA-Token auch an neuen Utility eigentlich gewinnt, also neue Use Cases. Und genau darauf fokussieren wir uns im Moment. Also im Moment haben wir ca. 5 Millionen TVL, das ist natürlich ohne wirkliche Incentives und ohne wirklich einen Push. Und ich glaube, über die nächsten paar Monate können wir das richtig gut aufbauen und natürlich dann auch mit unseren Initiativen, die wir haben, dass wir das Ökosystem schon groß machen. Also mein Ziel ist definitiv, eines der Top 50 Projekte an TVL zu werden. Und, ich glaube, wir sind gerade bei 100 oder sowas, 108 habe ich gerade vorher noch geguckt. Ja. Wie kriegt ihr den Push hin? Also was steht jetzt gerade aktuell an Projekten? Kannst du mal so 1, 2 Beispielprojekte nennen, die jetzt gerade so in der nächsten Zeit launchen könnten, die das TVL nach oben bringen oder das Interesse reinbringen? Also einerseits, wir haben einen Unclaimed Token Pod, also Tokens, die von IOTA seit unserer Origin Story eigentlich nicht geclaimed worden sind. Das nennen wir Unclaimed Tokens, das sind circa, ich glaube, 30 Millionen US-Dollar an Wert heute.
die dann jetzt verwendet werden nach einem Governance Vote der Community. Also es ist natürlich auch eine Community-Entscheidung gewesen, dass diese Unclaimed-Tokens verwendet werden, um das DeFi-Ökosystem zu pushen. Also diese 30 Millionen werden dann jetzt verwendet, um Liquidity zu providen im Ökosystem. Ich glaube, das wird schon mal ein großer Push werden. Wir planen im Moment eine größere Marketing-Initiative, damit wir Wann natürlich startet auch... die? Das kann ich noch nicht sagen. Also wir planen das im Moment, weil es natürlich auch etwas größer ist, so das zu machen, damit wir einerseits User attracten, und User wollen natürlich auch Fun und Engaging Dapps haben. Deswegen fokussieren wir uns darauf, wie wir natürlich auch Games und so weiter auf IOTA launchen können. Und damit wir dann natürlich durch Giveaways, durch Tournaments, durch Airdrops, kommt sowas Airdrops, exactly, durch Airdrops User attracten und dann auch Liquidity attracten. Also wir können natürlich immer nur probieren. Also we can give it our best, right? Weil am Ende des Tages hängt es natürlich auch vom Markt ab. Aber ich glaube, im Moment als Netzwerk, unser EVM ist schon eigentlich ein recht geiles Ökosystem, weil alles da ist, die ganzen dApps sind da. Und es kommen jetzt natürlich noch ein paar coolere dApps, wo man natürlich auch zum Beispiel Indexfonds kreieren kann. Wir sind sehr excited auf Tokenization, oder? Deshalb bin ich natürlich auch in Abu Dhabi hier, weil wir sind dabei, einige Fonds aufzusetzen, um Reward Assets auf IOTA zu tokenisieren. Mit wem beispielsweise? Gibt es da schon was? Also mit traditionellen Investoren. Ich kann natürlich nicht die Namen jetzt nennen, aber das sind alles so legitimate, traditional Investors und Fund Managers. Und dass wir dadurch natürlich neues TVL schaffen. Und auf IOTA. Im Grunde sind es dann Geldmarktfonds oder gibt es auch andere reale Vermögenswerte, Stichwort Immobilien zum Beispiel? Ist da auch was geplant? Absolut. Also im Moment T-Bills, also Treasury Bills, Government Bonds ist eigentlich der Start. Aber wir arbeiten schon zum Beispiel an Trade Finance, weil Trade Finance ist ja auch super interessant. Und vielleicht kann ich jetzt nochmals in Detail gehen, warum wir eigentlich in einer sehr guten Position sind, weil Gerne. IOTA, wegen unserer Real-World Adoption, arbeiten wir natürlich hauptsächlich mit Governments. Und das Projekt, das wir in 2018 gestartet haben, das nennt sich TLIP, also Trade Logistics Information Pipeline, ist eigentlich dazu da, eine transparente Lieferkette zu schaffen. Das haben wir in Kenia angefangen zu entwickeln. Das geht jetzt in Produktion. Also wirklich, dass es produktiv ist, damit es auf IOTA auch läuft, um die Daten zu sichern oder die Zertifikate von Handel, also internationaler Handel. Supply. Ich überlege, das Projekt ging wann 2018 ging es los, schon bereits. Exactly, 7 Jahre muss man sich überlegen, bis es zur Anwendung kommt. Also man verlangt, so ein Prozess eigentlich dauert, ne? Und man muss sich auch wirklich vorstellen, wie krass das ist, mit diesen Entities zu arbeiten, weil es dauert Monate, bis man wirklich vorwärts kommt. Es dauert immer alles viel länger als gedacht. Und das ist das Frustrierende, oder? Weil man genau ja mit der Technologie sagt, okay, wir waren schon vor 2000 letzten Zyklus eigentlich schon so weit, wir hätten gerne angewendet, aber das ist dann die Verzögerung natürlich durch den Real-Use-Case-Partner auf der anderen Seite. Ja. Also ich glaube, das Frustrierende an Krypto ist, everybody's playing a game, oder? Jeder hat eine Strategie. Und unsere Strategie war natürlich immer Reward Adoption und Corporate Adoption. Und wenn man dann mit anderen Projekten verglichen wird, die eine komplett andere Strategie haben, wie jetzt zum Beispiel, hey, lass uns maximal auf DeFi fokussieren, ist es natürlich schwierig, den Vergleich zu machen, oder? Weil IOTA, es macht keinen Sinn, IOTA mit Avalanche zu vergleichen zum Beispiel, weil wir haben komplett andere Use Cases, andere Technologien. Ihr hattet ja nie ein TVL von Anfang an, es ist ja jetzt gerade erst dazugekommen, das muss man dazu sagen. Exactly. Und natürlich, dort verglichen zu werden, das ist natürlich das Nervige, aber ich glaube, am Ende des Tages ist es natürlich auch ein Markt, wo sich noch niemand etabliert hat. Oder es gibt noch keine wirkliche Mainstream-Adoption. Jeder versucht nur, dieses und jenes zu machen. Und wir fokussieren uns natürlich hauptsächlich auf Reward-Adoption. Das ist natürlich Mid- und Long-Term. Und deshalb diese Short-Term-Adoption zu schaffen durch DeFi, durch Crypto-Use-Cases, das ist auch natürlich auch etwas, damit wir unseren Markt beweisen können. Oder weil natürlich der Markt interessiert sich mehr so auf Tokens, wo man investieren kann, wo es diese Short-Term-Benefits gibt. Und diese anderen Long-Term-Projekte, das sind natürlich dann auch Dinge, die Zeit brauchen. Und ich glaube, der Markt wird mehr institutionalized, oder es kommen mehr professionelle Investoren hinein, aber es dauert alles noch viel länger als gedacht immer. Das ist ja auch ganz häufig, du hast es auch mal erwähnt,
wie kann man am besten die Community auch belohnen? Also gerade diejenigen, die schon so lange da sind und die sagen so, ey, irgendwann gebe ich es auch langsam mal auf, weil ich kann jetzt nicht 20, 30 Jahre warten. Das ist eigentlich Sache. Du hast mal gesagt, es geht nicht darum, Exactly. schnell reich zu werden, sondern es geht eigentlich um den Kampf gegen zentralisierte Systeme und eigentlich um transparente Systeme zu schaffen mittels dezentraler Technologie. Da kommt ja Ja. IOTA ins Spiel, aber die Community auf der anderen Seite muss ja irgendwo sagen, hey, warum bin ich eigentlich noch da? Also vielleicht kannst du noch mal so der Community erklären, was eigentlich es bedeutet, mit IOTA Wohlstand zu bekommen. Also Wohlstand ist natürlich ein interessantes Wort, oder? Und Ja, ich persönlich glaube, dass unsere Position war immer, seit dass wir IOTA geschaffen haben, ist, wir sind nicht dazu da, Leute reich zu machen, oder? Ich bin wirklich nicht excited, morgens aufzuwachen und zu denken, hey, how can I pump the token? Weil dort muss man dann komplett andere Denkensweise haben. Oder man muss sich auf diese Short-Term fokussieren. Man muss überlegen, hey, wie kann ich eine Marketingkampagne machen? Wie kann ich KOL-Influencer einstellen? Wie kann ich TVL und alles faken, damit es so aussieht, als ob wir gut sind, damit der Preis nach oben geht. Und dann wird natürlich ein Exit passieren von den Usern und von anderen. Und ich glaube, ich habe mir das auch mal überlegt, oder? Das Schlimmste, was für mich wäre, ist, wenn IOTA keinen Wert mehr am Markt hat, aber ich reich wäre, oder? Weil das wäre ja komplett absurd, oder? Weil dann hat man ein Projekt, was eigentlich, wo man davon profitiert hat, selber profitiert hat, aber man hat natürlich jetzt keinen wirklichen Mehrwert geschaffen für die Menschheit, oder? Und das prägt halt IOTA aus. Wir sind wirklich dazu da, eine Technologie zu entwickeln und ein Ökosystem zu entwickeln, um die Welt zu verbessern, oder? Und natürlich der Wohlstand wird dann eigentlich wirklich geschaffen, sobald wir richtige Werte haben, also richtige Werte im Ökosystem, richtige Use Cases, richtige Applikationen. Und das ist natürlich ein komplett anderes Spiel als andere, weil es ist super einfach, in Krypto ein Scam-Projekt zu launchen, das zu pumpen und dann ein Exit zu machen. Und ich kann dir sagen, es gibt viele andere Layer-1-Blockchains, wo die Gründer nicht mehr dabei sind, weil sie ihre 50, 100 Millionen, whatever, gemacht haben. Oder? Und die sind jetzt einfach nur VC-Investoren. Viele davon. Ja, also man erlebt häufig, man erlebt auch gerade in der Krypto-Bubble selber so ein bisschen so dieses, wenn wir schon Zentralisierung und Dezentralisierung einfach mal so als die zwei Schlagwörter ansprechen, dann Ja, auch da merkt man so ein bisschen so den Hang, die einen mehr in der Entwicklung kurzfristig zentralisiert, also Unternehmen in Anführungszeichen Hintergrund, das andere Stiftung, längerfristig. Das ist total schwer, weil das eine natürlich mehr total. Ja, Aufmerksamkeit bekommt als das andere. exactly. Und wie geht man damit um? Wie kriegt man den Spagat hin, um mitzuspielen? Also ich bin hier schon lange dabei in dem Markt, oder? Und durch Pain und Reflection macht man eigentlich Fortschritte, wie Ray Dalio das immer sagt. Und für mich waren es ja auch sehr viele Lessons, die ich gemacht habe über die Jahre durch diese painful Experiences, die wir mit IOTA hatten. Einerseits natürlich mit meinen Mitgründern, einerseits mit dem Markt, andererseits mit der Community, oder? Weil natürlich die Leute sind ja auch justified, zu sagen, hey, warum soll ich nicht in ein anderes Projekt investieren, wenn ich dort viel schneller, viel mehr Geld machen kann? Wo ist die Utility, fragt man sich dann. Ne? Also was habe ich jetzt davon, ne? Ein transparentes System zu schaffen, wenn ich es nicht benutzen kann und nicht davon profitieren kann unmittelbar? Ja, aber genau deshalb natürlich, der Kernpunkt ist natürlich, dass man es nutzen kann und dass man dadurch natürlich einen Mehrwert dann schafft. Und anstatt jetzt diesen Mehrwert zu faken, also wollen wir uns auch fokussieren, einen richtigen Mehrwert zu schaffen und uns dadurch zu differenzieren. Und ich glaube, so die Key Lesson, die ich eigentlich gelernt habe über das letzte Jahr, ist, dass man aufhören soll, sich mit anderen Projekten zu vergleichen, oder? Und wirklich sich nur auf sich selber zu fokussieren, seinen eigenen Weg zu gehen. Weil ich glaube wirklich fest daran, dass Blockchain als Technologie sehr viel Sinn macht, oder? Und ich glaube auch wirklich fest daran, dass wir mit IOTA das richtige Mindset haben, das richtige Team haben und natürlich auch die richtige Technologie haben, um sicherzugehen, dass Blockchain in der realen Welt angewandt wird. Und mit dieser Überzeugung gehe ich meinen Weg weiter. Und ich lasse mich nicht von diesem Weg abkommen, nur weil ein anderer Coin jetzt 2x pumpt oder
weil andere Projekte Meme-Coins launchen und dadurch reich werden. Also für mich das Wichtigste dafür, dass ich daran arbeite, wo ich wirklich Spaß habe und was für mich Sinn macht, oder? Und weil ich kann ja auch an anderen Projekten arbeiten, aber ich arbeite natürlich Vollzeit an IOTA, weil ich wirklich daran glaube. Und alles, was rund um Wertschöpfung, rund um Marktgewinnung und so weiter geht, ich glaube, das ist dann ein Resultat aus dieser Arbeit. Und das Wichtigste für IOTA im Moment ist einfach nur, dass wir uns auf diese Arbeit fokussieren und nicht darauf fokussieren, wie können wir jetzt nach außen hin kommunizieren, um dieses Hype und dieses Excitement zu schaffen. Ich will jetzt nicht schlecht reden über andere Projekte, aber zum Beispiel andere Projekte haben ja immens viel Geld investiert. Also ich spreche jetzt nicht über Welche? Millionen, ich spreche, ich glaube, das kann man googeln, ne? Mit DAO-Votes und so weiter und so fort. Also ich spreche jetzt nicht von Millionen, ich spreche jetzt hier von Hunderte von Millionen, die sie investieren in ihre Operation, in Marketing, in KOLs, in Privatjets, in Flughafen Advertisers und so weiter und so fort. Und am Ende kommt da nichts raus, oder? Weil das Einzige, was im Moment zählt, ist, dass man diese Adoption hat. Und wir fokussieren uns halt darauf. Und dann, wenn der Markt sich verändert, dann muss man natürlich eine andere Strategie verfolgen. Wie ist das? Ist ja auch jetzt im Grunde vielleicht so eine Lesson von den letzten Jahren. Häufig wird immer wieder so die Thematik angesprochen, wann kommt denn endlich der Koordinator weg? Stichwort 2.0 Upgrade. Um einfach nur nach außen zu kommunizieren. Was ist da gerade so, auch was ist diesbezüglich gerade so am Machen und Tun? Und ja, wie weit seid ihr da? Hat ja auch was mit Incentivierung zu tun, ne? Staking und so weiter, weißt du gar nicht, was meinst du jetzt damit eigentlich? Weil das ja komplett neu ist für Leute, die IOTA ist nicht vorgegangen. Absolut. Also vielleicht nochmal etwas, oder? Der Koordinator ist wichtig für die Community, der Koordinator ist nicht wichtig für den gesamten Crypto-Space. Also den Koordinator zu entfernen, hilft uns nicht im Markt zu competen. Also ganz ehrlich, weil wenn man sich das so anschaut heute, Optimism, Polygon, alle ZK-Rollups, die sind viel zentraler, wie IOTA es war mit dem Koordinator. Oder? Aber bei IOTA hat sich das so eingeprägt, dass dieser Koordinator entfernt werden muss, dass sich alle Leute immer denken, hey, was ist eigentlich mit dem Koordinator? Das ist auch im Wording, ne? Man hört es schon so, Koordinator, das ist so, klingt ja schon so ein bisschen so was Beobachtendem, so ein bisschen so großer Watcher. Ja. Das Lustige, aber viele ZK-Rollups haben einen gleichen Term und in AI gibt es diesen Term auch. Wir haben an sich jetzt schon dieses Single Instance replaced mit einem Distributed Validator Set, also so eine Art Proof of Authority. Das war damals mit Stardust, deshalb sind jetzt, glaube ich, 10 Validatoren im Netzwerk, oder? Und natürlich, Blockchain macht nur Sinn, wenn man wirklich voll dezentral ist. Wenn es keine Instanzen gibt, die in Kontrolle sind, sondern dass wirklich so die gesamte Community empowered ist, einerseits eine Node aufzusetzen, zu partizipieren und das Netzwerk zu sichern. Und deshalb haben wir uns natürlich stark darauf fokussiert, dieses neue Protokoll zu entwickeln. Und ich glaube auch, dass wir das sehr bald mit der Community teilen werden, wie wir eigentlich die Zukunft von IOTA so schnell als möglich realisieren möchten. Oder? Um einerseits das dezentrale Netzwerk zu haben, einerseits Staking zu haben, oder? Und auch wirklich eine Technologie. Ein neues White Paper, oder? Wäre vielleicht gerade jetzt genauso zum jetzigen Zeitpunkt ziemlich interessant zu wissen, okay, Nutzer, was kommt auf sie zu, was ist transparent? Ja. Genau, also genau das bereiten wir eigentlich alles vor. Oder? Also wie können wir eine Basis von IOTA schaffen, damit wir uns darauf fokussieren können, was am wichtigsten ist. Und das Wichtigste ist Adoption. Oder? Und für Adoption brauchen wir Programmability. Oder? Wir haben jetzt die EVM und das ist wirklich spannend, wie sich auch so dieses Mindset rund um IOTA geändert hat, weil zuvor waren wir natürlich dieses Dinosaur Coin Focus on Enterprise Adoption. Und jetzt sind wir natürlich auch mehr so Web3 relevant durch die EVM. Und sobald wir auch die MoveVM integrieren in IOTA und Move Smart Contracts haben, dann können wir nochmal einen Schritt vorwärts gehen, um wirklich neue Use Cases auf IOTA zu bringen. Ein gutes Beispiel ist das mit TLIP oder mit Trade Logistics Information Pipeline. Wir sprechen jetzt darum, wir sprechen mit Ländern, also wirklich Governments, dass sie auf IOTA aufs Mainnet kommen, um dort produktiv ihre gesamte Logistikkette abzubilden. Und das sind wirklich Zehntausende von Transaktionen pro Tag, die nur in einem Land stattfinden. Oder? Und genau darauf
wollen wir uns mehr fokussieren, dass wir diese Adoption vorantreiben. Brauchen die dann IOTA? Also das geht um die IOTA-Token, jetzt sind wir wieder bei dem Thema 2.0 Genau. Nachfrage. Genau, also die brauchen IOTA für die Storage Deposit. Also wir haben ein Storage Deposit, wo man IOTA-Tokens einfach lockt, um dann Daten auf IOTA, auf dem Ledger zu speichern. Zum Beispiel für das Tile-Projekt verwenden wir NFTs, um ein Consignment ein Paket abzubilden. Und dadurch kann man das natürlich einfach hin und her schicken. Und ich glaube, unsere Vision mit IOTA ist schon auch wirklich so, diese reale Ökonomie komplett on-chain abzubilden. Deshalb haben wir einerseits den Ledger, der super wichtig ist, die Programmability, die super wichtig ist, digitale Identität. Also wir haben uns wirklich auch darauf fokussiert und dort hat das Team wirklich eine super Arbeit geleistet, ein komplett neues Protokoll zu entwickeln, oder? Neuen Stack zu entwickeln. Mit der EU, mit der Europäischen Kommission seid ihr auch da gerade im Hintergrund. Genau, gelesen, also oder? wir machen da sehr viel rund um KYC-Credentials, oder dass man diese Credentials dann on-chain hat und dann sagen kann, hey, ich bin KYC-verifiziert. Dadurch kann ich dann natürlich in neue Assets investieren, in neue Fonds investieren, weil ich ein professioneller Investor bin und so weiter. Also wir fokussieren uns wirklich auf digitale Identität. Wir machen das gleiche mit Companies, by the way, wo wir eine Art Corporate Identity haben, damit sich Companies dann on-chain repräsentieren können. Weil das vierte, was dann wichtig ist, ist Tokenisierung. Oder dass dann die Werte abgebildet werden und dass ich dann on-chain traden kann, investieren kann und zum Beispiel auch mein Treasury Management on-chain machen kann. Was wir im Moment machen, ist, wir machen einen Use Case in Kenia, zwischen Kenia und UAE, für Trade Financing. Oder stell dir mal vor, du bist ein Flower Trader, oder du hast Blumen, du lieferst die nach UAE und du hast eine Invoice und die Invoice ist mit 30-Day Net bezahlbar. Das heißt, du musst 30 Tage warten, bis du wirklich das Geld bekommst. Wir können jetzt natürlich einerseits die Invoice tokenisieren auf IOTA. Dadurch ist es natürlich ein Wert, oder? 30 Tage bekommt man dieses Geld. Wir können jetzt DeFi verwenden oder Liquidity Pools, um Finanzierung für diese Trader zu geben, damit sie jetzt das Geld bekommen und nicht erst in 30 Tagen. Und genau diese On-Chain-Economy zu schaffen, genau das ist eigentlich unsere Vision hinter all dem, was wir machen. Also das sind ja im Grunde so diese Möglichkeiten gerade für B2B, Regierungen, Länder, Unternehmen jeglicher Form einzusteigen und an der Tokenisierung zu partizipieren. Ist es dann auch so, dass die Community auch dadurch was davon hat, wenn sie jetzt entweder IOTA hält, staken in Anführungszeichen, kann sie da auch investieren? Also um so wieder ein bisschen so diesen Spagat wieder zu finden. Ja, Genau. absolut. Also IOTA ist natürlich der Token, der diese gesamte digitale Infrastruktur sichert, oder? Man braucht IOTA-Tokens zu staken, um dann das Netzwerk zu sichern, oder? Und es wird dann auch Staking-Rewards in der Zukunft in einer Form geben. In Form von IOTA-Tokens? Das ist noch nicht entschieden. Also im Moment reden wir noch über Mana, also ein separater Token, und machen uns da Gedanken dazu, wie das dann aussieht. Aber man braucht zum Beispiel IOTA-Tokens für ein Storage Deposit, oder? Um diese NFTs, um diese Tokens auf dem Layer 1 abzubilden. Und ich glaube, der IOTA-Token ist natürlich auch so dieses Store Value in diesem Ökosystem. Also ich sehe IOTA nicht als Geld oder diesen Token, wie wir uns das damals angesehen haben für diese Machine-to-Machine-Payments, sondern IOTA ist eigentlich der Token, um diese digitale Infrastruktur zu sichern, damit dann Stablecoins, zum Beispiel auch der digitale Euro hoffentlich in der Zukunft und andere Werte auf dieser Infrastruktur gehandelt werden können. Und dadurch gewinnt natürlich IOTA einen Wert, in dem diese Infrastruktur verwendet wird und adoptiert wird. Also im Grunde ist nicht die klassische Währung ganz wichtig, sondern es ist wirklich so dieses, es ist integriert Bestandteil des Mainnets, der Datenspeicherung, der Datensicherung, der Blockchain und muss verwendet werden, um im Grunde diese ganzen Sachen abzuwickeln, um alles im Grunde transparent abzuwickeln. Also mehr ein Dienstleistungstoken, wirklich ein klassischer Utility-Token im eigentlichen Sinne und weniger eine Kryptowährung. Ja. Natürlich, man kann den Token noch transferieren, man kann den Token leveragen, er wird natürlich auch getradet und so weiter und so fort, aber unsere Vision ist nicht, dass es ein Machine-Payment-Token ist, oder dafür sind Stablecoins viel effizienter. Aber diese Stablecoins können nur existieren, indem man wirklich eine dezentrale Infrastruktur hat wie IOTA. Habt ihr auch eigene Stablecoins? Ist da auch sowas bei euch gedacht? Wir arbeiten eigentlich sehr eng mit anderen Stablecoin-Providern.
auch an diesen Trade Finance Use Case im Moment. Auf IOTA, auf der EVM gibt es natürlich auch USDT, USDC. Wir haben einige Projekte, die sich im Moment Gedanken machen rund um Yield-Bearing Stablecoins, also Stablecoins, die wirklich auch Yield generieren, damit man wenn ich den halte, damit ich mehr verdiene eigentlich in der Hinsicht, mehr Tokens bekomme. Also wir unterstützen definitiv auch Projekte, die auf IOTA bauen. Aber wir als Stiftung, wir bauen das eigentlich nicht, sondern wir unterstützen andere, die das auf IOTA bauen. Super. Ja. Wie siehst du jetzt so die nächsten Entwicklungen bezüglich IOTA? Was passiert jetzt nochmal so in diesem Jahr und vielleicht nochmal so deine abschließenden Gedanken? Was kommt jetzt nochmal auf uns alle zu und wie kann man so diesen Zeitgeist überwinden, diese Übergangsphase? Ja, also im Moment natürlich unser Fokus ist darauf, zu arbeiten oder die Arbeit zu machen und nicht zu reden sozusagen, also nicht super präsent zu sein, nicht Events zu hosten und so weiter und so fort. Weil wir haben natürlich noch ein paar große Upgrades vor uns, die wir dann natürlich auch mit der Community und alles teilen, wo natürlich die Community auch abstimmen muss. Mein persönliches Ziel ist es wirklich, IOTA neu zu positionieren am Markt. Und ich glaube auch, dass wir das innerhalb der nächsten 3 Monate wirklich angehen werden, um uns am Markt zu positionieren, weil natürlich IOTA als Projekt ist eines der ältesten Layer 1 Blockchains, oder? Und als Projekt haben wir auch wirkliche Reward Adoption, die ist nicht nur auf Launch New Token und Airdrop Token to Community basiert, sondern wo wir wirklich mit Governments arbeiten. Und ich glaube, da haben wir ein paar richtig spannende Announcements, wo IOTA in der realen Welt angewandt wird. Und aber ich möchte mich mehr darauf fokussieren, wie ich IOTA auch in dieser Kryptowelt positionieren kann, in dieser Web3-Welt, damit diese Awareness da ist, eigentlich, oder? Und damit die Leute auch verstehen, hey, IOTA hat eine andere These als andere Projekte, oder? Und warum das eigentlich spannend ist, warum das relevant ist für den Markt. Und also wir werden uns definitiv darauf fokussieren, wie wir IOTA neu positionieren werden, mit neuer Webseite, neuem Branding und natürlich auch mit neuen, klaren Narrativen und Positionierung. Und am Ende des Tages, was mich dann wirklich excited, ist wirklich diese neuen Use Cases auf IOTA zu sehen. Wir sehen das ja schon auf der EVM, oder? Wo ich jetzt endlich IOTA-Tokens leveragen kann, wo ich einen IOTA-backed Loan bekommen kann, wo Stablecoins jetzt auch launchen, die dann backed by IOTA sind und so weiter. Ich glaube, das ist natürlich super cool zu sehen, was dann im Ökosystem passiert. Und ich möchte mich wirklich darauf mehr fokussieren, wie wir mehr solche Bilder auf IOTA haben, um so die Zukunft auf IOTA zu bauen. Und deshalb, ich glaube, da wird definitiv viel mehr passieren durch die EVM, aber natürlich auch später dann mit der MoveVM, die wir dann supporten. Das heißt, für alle da draußen, die IOTA vielleicht halten oder auch interessiert sind an dem Projekt, merkt, es passiert viel im Hintergrund, es wird aber viel gebaut, viel entwickelt im Hintergrund. Gerade dann, wenn es still ist, dann weiß man, okay, es könnte das ein oder andere wahrscheinlich bevorstehen. Dominik, ich bedanke mich auf jeden Fall. Vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du deine Gedanken so geteilt hast. Und Ja, danke dir, Steffi. Ich glaube, vielleicht abschließend. Ja, gern. Alles dauert immer länger als gedacht, oder? Und so, wie man anfängt und so, wie man sich das vorstellt, es passiert eigentlich fast nie. Oder es ist immer anders, wie man sich das vorgestellt hat. Denn ich glaube, was hättest du rückblickend nochmal anders gemacht? Vielleicht nochmal so, das hat mich noch interessieren. Also gerade so gesagt, du hast jetzt so viele Zyklen durch. Also mit IOTA, du bist immer noch da, nach dieser ganzen Zeit. So viel miterlebt von Höhen und Tiefen. Ja. Warum bist du noch da? Was hält dich noch? Und du sagst so, was hättest du vielleicht dann doch anders gemacht? Also, was hält mich noch? Also, ich habe noch nicht meine Arbeit hier fertig, oder? Weil, also ich bin jemand, der sagt, hey, das, was mich ausprägt, ist eigentlich die Arbeit, die ich mache, oder? Und weil für mich Unternehmen aufzubauen, ist natürlich auch irgendwie so eine Art Artform oder so eine Art Spiel, das man spielt. Und das mit IOTA ist natürlich noch nicht vollendet, weil wir haben natürlich mit einer großen Vision gestartet und ich werde hier nicht aufgehen, bevor wir diese Vision erreicht haben, oder? Und natürlich gibt es so diese krassen Höhen, diese krassen Tiefen, die wir durchstanden haben. Aber am Ende des Tages das Einzige, was wirklich zählt, ist, dass man nicht aufgibt und dass man nach vorne blickt und weitermacht, oder? Weil natürlich, es wäre viel einfacher gewesen, aufzugeben in mancher Hinsicht, oder? Wenn es hart war. Aber am Ende des Tages
none of that matters. Oder es zählt nicht, wie viel Geld man dann am Ende des Tages hat. Das Einzige, was wirklich zählt, ist, wie man eigentlich die Welt verbessert hat mit dem, was wir hier haben. Und ich glaube Das schon. ist vielleicht der neue Wohlstand, ne? Wenn wir nochmal vielleicht auf Ja. dieses Zitat von dir zurückkommen. Ja, absolut. Absolut. Und deshalb, wir haben noch viel zu erreichen mit IOTA. Deshalb bin ich natürlich nach 10 Jahren immer noch hier. Ich bin noch as engaged as ever and as excited as ever, oder? Weil ich weiß, was zuvor steht und ich weiß auch, wie wir hier wirklich etwas ändern können. Und für mich das richtig Spannende ist, wenn wir jetzt wirklich einen stabilen Layer 1 haben, wo die IOTA Community und neue Community darauf bauen können, was wir damit erreichen können, oder? Und wie wir so diese Ideen, die wir auch in 2017, 2018 hatten, wo wir wirklich groß gedacht haben, oder Peer-to-Peer Energy Trading, Grids, oder wo man wirklich mit Auto und Grid handeln kann. Micropayments, direkt Ressourcen handeln. Exactly. Ja. Also wir waren vielleicht ein bisschen zu früh in mancherlei Hinsicht, aber jetzt, wo wir dann wirklich auch diesen Layer 1 haben, diese EVM haben, sollten wir uns wirklich darauf fokussieren, wie wir wieder groß denken können mit IOTA. Oder damit wir wirklich eine große Vision verfolgen, damit das, was wir bauen, wirklich die Welt verändert. Ich glaube, das ist so, was mich wirklich auch vorantreibt, weil was mich excited ist wirklich Impact, oder? Wie kann man Dinge verbessern? Wie kann man neue Systeme schaffen? Und IOTA ist für mich so spannend, weil man dadurch diesen Impact skalieren kann, oder? Wenn ich jetzt ein Family Office hätte, dann ist dieses Family Office limitiert mit dem Geld, was man dort investiert. Mit IOTA als Infrastruktur ist es ja komplett anders, weil ich kann hier ja wirklich massiven Impact schaffen, indem wir einerseits gute Technologie haben, die wirklich etwas an Nutzen hat. Aber noch viel wichtiger, dass wir dann wirklich Use Cases auf IOTA haben, die dann auf der ganzen Welt verändert werden können. Oder ich bin jetzt in ein paar Wochen wieder in Kenia und ich möchte mich dann wirklich hinsetzen und schauen, wie können wir dort ein Developer-Ökosystem aufbauen. Oder damit Leute, lokale Developer, sich darauf fokussieren, wie können wir IOTA in diesem Kenia-specific-Kontext verwenden, um Probleme zu lösen. Und das ist für mich super spannend diesen Impact zu skalieren durch IOTA. Und das treibt mich eigentlich immer noch voran. Und es ist eigentlich auch wirklich das Web 3, von dem wir heute sprechen. Das ist im Grunde, genau. Du hast das erste Mal im Grunde die Nutzer, die Community, die Intelligenz im Grunde von allen, von die Ressourcen stellen können. Und das ist eigentlich das, was skalierbar ist. Und mit der Infrastruktur, die ja auch IOTA bietet, lässt sich das gut kombinieren. Ja. Danke dir. Ja. Ich glaube, das waren dann unsere letzten Worte. Wenn ihr da draußen Fragen habt an mich oder an den Dominik nochmal zu IOTA oder auch gerade was gleich zur nächsten Zeit bevorsteht, schreibt gerne eure Gedanken, eure Kommentare unter das Video drunter. Ansonsten jetzt nochmal vielen, vielen lieben Dank, lieber Dominik, für deine Zeit, für deine Gedanken. Das ist sehr inspirierend und hat mich sehr gefreut heute. Vielen, vielen Dank, Steffi. Macht's gut. Wir hören uns. Ciao. Bye, bye.